Wir flogen über Tromsø nach Longyearbyen. Die Plancius lag schon vor Anker. Wir bezogen unsere Kajüte und die Fahrt konnte beginnen. Die geplante Route sollte eigentlich bis 7 Inseln führen. Doch daraus wurde leider nichts. Das Packeis versperrte den Weg. Dafür erwartete uns gleich im Isfjord ein tolles Naturschauspiel. Blauwale. Diese Meeressäuger sind die größten Tiere auf unserem Planeten. Sie werden im Durchschnitt 26 Meter lang und sind an ihrem Blas sowie der kleinen Rückenflosse erkennbar. Wir ankerten vor dem Smeerenburg-Gletscher und bestaunten die Szenerie der Bergspiegelungen im fast wellenfreien Wasser. Im Jahr 1596 sah der holländische Obersteuermann Wilhelm Barents hier mit seinem Kapitän Heemskerk als erster die Küste Spitzbergens und gilt damit als offizieller Entdecker der Insel. Ein paar Dickschnabellummen schwammen munter im eiskalten Wasser umher. Auch der Eissturmvogel schien sich hier wohl zu fühlen. Am Eingang des Rautfjords stiegen wir in die Zodiacs, um die Berge und Tiere näher zu betrachten. Eine Bartrobbe lag bequem auf einer Eisscholle. Auch die Dickschnabellummen ließen sich nicht von uns stören. An der Nordküste Spitzbergens trafen wir das Schwesterschiff der Plancius. Das Zodiac, welches der Ortelius etwas hinüberbringen sollte, drohte fast an den zahlreichen Eisschollen zu scheitern, die den Weg versperrten. Schließlich fand sich jedoch eine freie Rinne. Natürlich waren Besatzung und Gäste beider Schiffe an Deck, um das Spektakel zu beobachten. Der Rückweg hielt ebenfalls ein paar Herausforderungen bereit. Die vom Schiff freigeschobene Rinne nutzte ein Zwergwal zum Auftauchen. Langsam kam die Sonne hervor. Die Größe und Dichte der Eisschollen nahm spürbar zu. Eine Eismöwe beobachtete das Schiff. Und dann hieß es Eisbär voraus. Der Bär hatte jedoch wenig Lust auf unseren Besuch und machte sich aus dem Staub. Die nächste Attraktion ließ nicht lange auf sich warten. In der Ferne lagen ein paar Walrosse auf dem Eis.
Bald darauf kamen noch 2 Exemplare in Sicht, die wir sogar aus der Nähe anschauen konnten. An Land eher behäbig, sind sie gute Schwimmer. Eine 5 bis 8 cm dicke Fettschicht schützt die Tiere vor Kälte und vor Verletzungen durch scharfe Eiskanten. Ihr lateinischer Name Odobenus bedeutet Zahngeher, weil sie gern ihre Stoßzähne zu Hilfe nehmen, um sich auf eine Eisscholle zu ziehen. An diesem wunderschönen Tag im arktischen Eis hatten wir noch eine zweite Eisbärenbegegnung. Dieser Bär ließ sich nicht von uns stören. Er genoss das Wetter und regelte sich im Schnee. Als größtes Landraubtier und König der Arktis ist der Eisbär meist als Einzelgänger unterwegs und kann ein Jagdrevier mit einem Radius von 150 Kilometern haben. Die Bären leben hauptsächlich auf dem bewegten Meereis bzw. an den Rändern des Treibeises. Denn hier halten sich gern Robben auf, ihre bevorzugte Beute. Unser Bär schwamm schließlich davon. Wir fuhren weiter zur Packeisgrenze. Dort war das Eis so dicht und fest, dass wir sogar das Schiff verlassen konnten, mitten auf dem Arktischen Ozean. Die Besatzung hielt indes Wache, während wir Passagiere unseren Spaß hatten.